Um 6 Uhr morgens. Entschuldigung, das ist meine Wäsche auf dem Tisch? Ja, Ihre. Ich habe sie aus der Maschine geholt. Aber wer hat Sie darum gebeten? Niemand. Die Wäsche war fertig. Ich brauchte die Maschine. Moment mal, Sie haben alles zusammengefaltet. Man kann die Sachen doch nicht einfach liegen lassen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke, passt ganz gut. Ja, natürlich. Vielen herzlichen Dank. Das ist wirklich unerwartet. Kein Problem, alles gut. Sitzen Sie schon lange hier? Seit 6 Uhr morgens. Es ist fast 8. Das sind 2 Stunden. Ich habe nicht die ganze Zeit auf Sie gewartet. Ich bin einfach sehr früh gekommen. Warum so früh? Ich wollte die Erste sein. Ich dachte, um 6 ist hier niemand. Ein vernünftiger Plan. Es war aber anders. Alle 3 Maschinen waren belegt. Um 6 Uhr morgens? Das ist doch nicht möglich. Das dachte ich auch. Aber Fakt ist Fakt. Wer wäscht denn um diese Zeit? Sie zum Beispiel. Ihre Maschine war eine von 3. Ach so. Ich habe gestern Abend noch einen Timer gestellt. Clever gedacht. Nicht sehr clever, wenn man vergisst, rechtzeitig zu kommen. Das habe ich gemerkt. Und die anderen Maschinen? Alle 3 waren belegt. Ihre war die erste, die fertig war. Haben sie sofort ausgeräumt? Ich habe noch 5 Minuten gewartet. Sicher ist sicher. Das ist mir wirklich unangenehm. Keine Sorge, es hat gut geklappt. Wie lange läuft Ihre Wäsche noch? Noch ungefähr 20 Minuten. Und wie haben Sie die ganze Zeit verbracht? Gelesen, Kaffee aus der Thermoskanne getrunken, aus dem Fenster geschaut. Sie haben eine Thermoskanne mitgebracht? Nur wenn ich weiß, dass ich warten muss. Vorausschauend, Respekt. Reine Lebenserfahrung. Und was haben Sie gelesen? Einen Krimi. 2 Stunden sind wie im Flug vergangen. Ein gutes Buch? Ausgezeichnet. Das Beste, ich habe das Ende nicht erraten. Also war die Waschküche gar nicht so schlimm. Gar nicht so schlimm, ja. Sie haben übrigens sehr ordentlich gefaltet. Ich habe mich bemüht. Sonst kann man es auch lassen. Da war ziemlich viel. Haben Sie alles genau angeschaut? Ich musste. Sonst kann man nicht ordentlich falten. Und haben Sie nichts Ungewöhnliches bemerkt? Die Socken mit Punkten. Ist das Ihr bewusster Stil? Das ist ein Geschenk. Ehrenwort. Von wem, wenn ich fragen darf? Von meiner Mutter zum letzten Geburtstag. Ihre Mutter ist ein sehr interessanter Mensch. Sie sagt, bunte Socken heben die Stimmung am Morgen. Stimmt das wirklich? Manchmal klappt es. Heute noch nicht. Da war noch ein rotes T-Shirt mit einer Katze mit Brille. Das ist auch ein Geschenk von einem Kollegen zu Weihnachten. Ihr Kollege kennt sie gut.
Offensichtlich besser, als ich dachte. Sie haben ein sehr großzügiges Umfeld. Oder ich kann einfach nicht Nein sagen. Das ist auch eine Erklärung. Übrigens, ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Ich heiße Felix. Clara. Sehr angenehm. Ganz meinerseits. Clara, Sie haben mich heute wirklich gerettet. Das ist ein bisschen übertrieben. Überhaupt nicht. Normalerweise komme ich und die Wäsche liegt zerknittert in der Trommel. Ist das zur Gewohnheit geworden? Eher zur Unvermeidlichkeit. Ich komme einfach immer zu spät. Das merkt man. Kommen Sie oft hierher? Etwa alle 2 Wochen. Und Sie? Ungefähr genauso. Komisch, dass wir uns nie begegnet sind. Ich komme normalerweise nicht um 6 Uhr morgens. Das ist der Grund. Dieses frühe Experiment wiederholen Sie nicht? Ich hoffe es sehr. Ich verstehe. Ich hätte das bestimmt nicht ausgehalten. So früh, das ist nichts für mich. Stellen Sie immer einen Timer für die Nacht? Ich versuche es. Morgens sind hier weniger Leute, in der Theorie. Eine schöne Theorie. In der Praxis gibt es manchmal Probleme. Besonders heute. Wohnen Sie eigentlich in diesem Haus? Ja, im 3. Stock. Und Sie? Im 5. Na sowas. Ich wohne hier seit einem halben Jahr. Und wir haben uns nie gesehen. Ich komme normalerweise etwas später hierher. Das erklärt alles. Trotzdem, 3 Maschinen für das ganze Haus sind wirklich wenig. Da haben Sie recht. Übrigens, ich habe eine Idee. Ich höre, Da um die Ecke ist ein Café. Ich laufe schnell hin. Mörgenrot? Ich gehe da manchmal hin. Wirklich? Komisch, dass wir uns dort nie begegnet sind. Ich komme später, nach 9. Und ich vor 8, vor der Arbeit. Das ist die Erklärung. Schaffen Sie das in 20 Minuten? Leicht. Was soll ich Ihnen mitbringen? Schwarz ohne Zucker. Jemand, der um 6 wegen der Wäsche aufsteht und schwarzen Kaffee trinkt. Das passt alles zusammen. Und was nehmen Sie normalerweise? Latte mit Karamell. Jemand mit Socken mit Punkten und Latte mit Karamell. Das passt auch zusammen. Sie sind sehr aufmerksam, Clara. 2 Stunden in der Waschküche eine gute Schule. Übrigens, wie stehen Sie zu einem Croissant? Kommt drauf an, womit. Mit Butter. Die sind dort morgens immer frisch. Dann sehr gerne. Also, ich bin schnell. 10 Minuten. Felix, einen Moment. Ja, bitte? Die Wäsche. Oh Gott, danke. Schon zum 3. Mal. Zum 2. Wie Sie möchten. In 10 Minuten mit Kaffee und Croissant. Ich warte. Ich laufe schon.